Grüß euch, liebe Zuseher. Ja, etwas Abwechslung fürs Ohr. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich mache mal kurz Platz, hier trifft gleich Prominenz ein. Passen Sie mal auf, deutscher Schäferhund, Dobermann, Rottweiler, Riesenschnauzer, deutscher Boxer, Hoverwart, Malinois, Airedale Terrier und Bouvier de Flandre. Was haben diese Hunderassen miteinander gemein? Das sind nicht nur absolut tolle Hunderassen, das sind auch genau die 9 Hunderassen, welche uns die FCI als offiziell die Gebrauchshunderassen präsentiert. Was ist ein Gebrauchshund? Ich lese das kurz mal vor. Der Gebrauchshund ist ein Arbeitshund, welcher aufgrund seiner Triebigkeit und körperlichen Eignung von Menschen für verschiedene Aufgaben ausgebildet werden kann. Doch können das nur diese 9 Kapazunder hier? Na, selbstverständlich nicht. Also Jungs und Mädels, seid brav, geht voran. Sehr brav. Und das ist für die FCI, dafür, dass ihr uns mit der Anzahl von 9 angelogen habt. Kleine Videospielerei. Der Gebrauchshundesport. Ich war lange dabei, wirkte lange daran mit. Herrliche Zeit möchte ich nicht missen. Und vielleicht sind ja Sie jetzt gerade aktiv im Gebrauchshundesport. Dann wissen Sie selbstverständlich, wie umfangreich, wie anspruchsvoll diese Sache ist. Und Sie, falls Sie sich noch nicht so gut mit dem Thema auskennen, dann würde ich empfehlen, laden Sie sich eine von den großen Hundedachverbänden zur Verfügung gestellte Datei einer Prüfungsordnung im Internet herunter. Lesen Sie das mal durch. Sie werden erstaunt sein, wie strikt die Regeln da vorherrschen. Da geht es wirklich um Millimeter, glauben Sie mir das. Und wenn man beim turniermäßig betriebenen Gebrauchshundesport oben mitspielen möchte, ja, dann braucht man den richtigen Hund, den richtigen Hundeführer, viel Zeit, viel Geduld und ein Händchen für absolut viel Feintuning. Vertrauen Sie mir, aber das macht ja den Reiz der Sache aus. Zurück mal zu den Gebrauchshunderassen. Gibt es Eigenschaften, die eine Hunderasse vorweisen muss oder innehaben muss, um für mich als Gebrauchshund durchzugehen? Ja, selbstverständlich. Na, wie sehen die aus? Ich würde sagen, diese Hunderasse sollte nicht zu klein, aber auch nicht zu groß und nicht zu schwer sein. Es sollte eine gute Portion Triebigkeit und Schutztrieb da sein. Der Hund sollte auf jeden Fall lernbereit, lernwillig sein und leistungsfähig sein. Mit diesen Eigenschaften habe ich schon mal eine gute Basis, um eventuell zum Favoritenschreck mutieren zu können. Wir haben ja hauptsächlich Hunde aus Deutschland in der Kategorie der Gebrauchshunderassen drin. Es sind 6 an der Zahl. Einen Belgier, einen belgischen Franzosen, ja, und einen Engländer. Ich möchte diese Kategorie gerne verstärken mit Hunden aus Holland, den USA, aus Italien und aus Russland, aber ich sage Ihnen gleich vorneweg, ich präsentiere Ihnen jetzt 13 Alternativen zu den 9 Gebrauchshunderassen, doch ich weiß natürlich, es gibt noch viel mehr Hunderassen da draußen, die den Verbleib in dieser Kategorie genauso verdient haben. Und sind Sie eventuell jetzt als Zuseher im Besitz einer Hunderasse, die ich hier nicht benenne, dann haben Sie etwas Nachsicht mit mir. Ich habe mir schnell mal die für mich am klar erkennbarsten herausgesucht. Ja, ich möchte hier mal kurz durchstarten. Vielleicht wissen Sie ja, dass der belgische Malinois 3 Cousins hat, nämlich den Groenendael, den Lycaois und den Tervuren, und alle 3 sind für mich ganz klare Gebrauchshunde. Das sind triebige, leistungsfähige, lernwillige Hunde mit ausgeprägtem Schutztrieb, und ich sah einen Lycaois bei der Schutzarbeit, ich sah diesen Hund bei der Unterordnung und bei der Fährtenarbeit, ich sage Ihnen was, Top-Hunde, also die gut geführt vom richtigen Hundeführer, die hängen dem Mali mit Sicherheit nicht hinten nach. Ja? Und ich glaube, die hätten den Verbleib in dieser Kategorie genauso verdient wie ihr berühmterer Vorreiter, der Malinois. Gehen wir mal kurz nach Holland, denn dort ist der Zwilling des belgischen Malinois zu Hause. So sehe ich diesen Hund, nämlich den Hollandser Herdershund. Und das ist für mich der Zwilling des Males. Ja, ich weiß schon, und hier kann ich mir schnell auch Feinde machen, speziell
im Lager des Malis oder im Lager des Holländer, denn hier wird oftmals untereinander diskutiert. Doch hier sind auch schon sehr viele Freundschaften entstanden, das weiß ich auch. Ja, ist mir schon klar, dass man hier das eine oder andere kleine Detail herauspicken kann und als Unterschied präsentieren kann. Ja, doch im Groben, im Großen und Ganzen ist der Hollandse Herdershund für mich ein absoluter Zwilling von Malinois, auch charakterlich, obwohl ich weiß, dass es auch hier viele Streitigkeiten gibt. Aber ja, lassen wir die Kirche im Dorf, der gehört genauso in die Kategorie der Gebrauchshunderassen hinein. Also, liebe FCI, sputet euch, schiebt ihn da hinein. Ich präsentiere Ihnen jetzt 3 Hunderassen aus Frankreich, und zwar den Picard, den Briard und den Bouzereau. Ja. Beim Briard könnte man sich optisch täuschen, doch Napoleon würde sagen, wenn Sie noch nie einen Briard bei der Arbeit gesehen haben, dann haben Sie nichts gesehen. Ich sah schon Briards bei der Arbeit, à la Bonheur, vom Feinsten. Auch der Picard ist ein Top-Gebrauchshund. Und der Bouzereau ist für mich der französische Cousin des Dobermanns. Und wenn der Dobermann da drinnen ist, gehört auch der wunderschöne Berger de Beauce da hinein. Das ist meine Meinung. Wir haben in dieser Kategorie der Gebrauchshunderassen einen Engländer drin, nämlich den Airedale Terrier. Und um diesen nicht alleine zu lassen, will ich Ihnen hier den Bobtail zeigen. Den Old English Sheepdog. Lachen Sie nicht, Sie können sich täuschen. Wuschelig, kuschelig, Teddybär, hin und her. Ich arbeitete an der Schutzarbeit mit einem Bobtail namens Rambo. Und ich sage Ihnen was, das war genauso ein guter Hund in der Unterordnung und in der Fährtenarbeit. Also ein gut geführter Bobtail kann schon den einen oder anderen überraschen. Geheimtipp von mir, Bobtail für die Kategorie der Gebrauchshunderassen. Wir haben ja 6 Hunderassen aus Deutschland in dieser Kategorie vertreten. Doch einen haben Sie vergessen. Und der Weimaraner ist für mich eine ganz klare Ansage für diese Kategorie. Leistungsfähig, Schutztrieb, triebig, lernwillig, ein Tophund. Richtige Größe, richtiges Gewicht, der gehört absolut da hinein. Also bitte macht den Weimaraner zum 7. Gebrauchshund aus Deutschland, liebe FCI. Sonst. Es gibt auch einen Hund aus der USA. Es gibt höchstwahrscheinlich mehrere Hunderassen in den USA, die sich dafür eignen, doch ich habe mir einen herausgesucht, von welchem ich absolut davon überzeugt bin, dass der den Verbleib in dieser Kategorie verdient hat. Und das ist klarerweise der Catahoula Leopard Dog. Ein übermittelgroßer, extrem leistungsfähiger Hund mit ausgeprägtem Schutztrieb und hoher Triebigkeit. Top-Hund. Catahoula Leopard Dog, ohne eine Sekunde nachzudenken, würde ich den in die Kategorie der Gebrauchshunderassen hineinschieben. Keine Frage. Jetzt zeige ich Ihnen einen Hund, der war schon Gebrauchshund, lange bevor es diese anderen Hunde, die ich hier aufgezählt habe, gegeben hat. Hören Sie mal hin. Ja, das sind die römischen Legionen. Ich spreche hier vom Cane Corso und präsentiere Ihnen hier somit den einzigen Molosser als Alternative zu den anderen Gebrauchshunderassen, weil der Cane Corso für mich der geeignetste aller Molosser-Rassen ist als Gebrauchshund. Das ist hier kommt es aber auf den Typ des Cane Corsos an. Das möchte ich noch betonen, denn es gibt recht schwere Schläge, ja, die eigentlich weniger geeignet wären für den Gebrauchshundesport. Doch es gibt auch Typen des Cane Corsos, die sich absolut eignen für den Gebrauchshundesport. Und ich kenne eine Working Cane Corso Hündin. Der Besitzer nimmt da erfolgreich mit dieser Hündin an Turnieren teil. Ich habe da noch eine Hündin, die möchte ich Ihnen kurz präsentieren, die Myla. Die ist von einem sehr netten Herrn, einem Zuseher meines Kanals, der mir da schon einige schöne Bilder von dieser Hündin geschickt hat. Auch die würde typmäßig meiner Meinung nach in diese Richtung hineingehen, welche sich absolut für den Gebrauchshundesport eignet. Ja, das ist die Myla, schöne Hündin. Also der Cane Corso sofort für mich geeignet als Gebrauchshund. Jetzt gehen wir kurz nach Russland und hier bin ich davon überzeugt, dass der größere und schwerere Bruder des deutschen Schäferhundes, nämlich der osteuropäische Schäferhund, ein Muss für diese Kategorie darstellt. Der Hund ist noch nicht zu groß und noch nicht zu schwer, er bringt dieselben Eigenschaften wie sein kleinerer, leichterer Bruder mit. Er mag nicht ganz die Triebigkeit
die Beweglichkeit des deutschen Schäferhundes vorweisen, aber viel geht dem nicht ab. Und das haben Sie auch gesehen bei diesem Vergleichsvideo zwischen osteuropäischen Schäferhund, deutschen Schäferhund und Malinois, welches ich gebracht habe. Sollten Sie das gesehen haben, ich lade Sie gern dazu ein, sich das anzusehen, wenn Sie es noch nicht gesehen haben. Klar ist hier ein Unterschied zu seinem kleineren Verwandten, aber der ist marginal und nicht tragend. Der osteuropäische Schäferhund für mich ein klarer Kandidat für die Klasse der Gebrauchshunderassen. Und ähnlich ist das beim schwarzen russischen Terrier, der etwas dem Schnauzer ähnelt. Eigentlich nicht nur etwas, sondern sehr dem Riesenschnauzer ähnelt. Auch der ist noch nicht zu groß und nicht zu schwer. Auch der besitzt alle Eigenschaften, die ein Hund besitzen muss, um in der Kategorie der Gebrauchshunderassen glänzen zu können. Ja, das waren 13 Alternativen zu den 9 Kapazundern in der von der FCI offiziell anerkannten Gebrauchshundeklasse. Aber ich habe vorher schon gesagt, es gibt noch viel mehr Hunderassen, die sich dafür eignen würden. Weshalb uns die FCI nur 9 präsentiert, kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe da nicht nachrecherchiert. Das wird schon seine Gründe haben. Doch die könnten mir zum Beispiel jetzt nicht erklären, ich bin mir sicher, Sie könnten mir nicht plausibel erklären, weshalb jetzt diese Hunde, die ich gerade aufgezählt habe, hier nicht drinnen sein sollten. Davon bin ich überzeugt. Da würde ich mit der FCI diskutieren. Glauben Sie mir das? Ja, lieber Zuseher, vielleicht war das Video ja etwas interessant für Sie. Vielleicht hat das ja auch Ihre Fantasie geweckt, um nach anderen geeigneten Hunderassen zu suchen. Kann ja möglich sein. Und ich möchte Ihnen kurz mal eine Vorschau auf mein nächstes Video geben, welches höchstwahrscheinlich morgen erscheinen wird. Und ich fürchte mich jetzt schon davor, denn das ist wieder ein Vergleichsvideo. Eines der schwereren Sorte, denn ich möchte in diesem Video den schwarzen russischen Terrier mit dem Bouvier de Flandre und mit dem Riesenschnauzer vergleichen. Und das ist ein Selbstmordkommando. Ja. Das sind 3 Hunde, die dieselbe Schiene fahren, die sitzen im selben Zug, die spielen dasselbe Spiel in derselben Liga. Ergo, es ist sehr, sehr schwer, hier gravierende Unterschiede rauszufiltern. Aber ich gebe mein Bestes, das verspreche ich Ihnen. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.